Hi und herzlich willkommen zu meinem Stand der Dinge. Ich habe hier die Bilderchen liegen und ja, es ist die Woche nicht so viel passiert, gleich vorweg, weil wir waren ja auch ein paar Tage im Urlaub und ich hatte für den Urlaub ein Bild mitgenommen und daran auch gepaintet. Man waren jetzt nur ein paar Tage, aber trotzdem habe ich ein bisschen was gepaintet. Meistens abends spät. Ja, genau. Ja, wie gesagt, es ist nicht so viel. Ich muss mal gerade mein Lightpad rüber tun, damit die Sachen hier ein bisschen besser liegen. Es ist nicht so viel gewesen vom Painten her. Aber ich dachte, ich zeige es dir trotzdem. Das gehört hier unten zu dem Bild. Ja, ich hatte mitgenommen einmal mein Bild für das Diamond Painting Event Japan von der lieben Farbenzauberwelt. Und da ist die erste, voilà, die erste Reihe einmal gepaintet. Ich hatte die Folie jetzt hier dran gelassen, weil ich das praktischer fand nachher zum wieder aufrollen. Ich habe mir das aufgerollt und mit meiner Halterung mitgenommen. Die habe ich mir selbst gedruckt und dann, wie gesagt, hatte ich es aufgerollt und das dann drüber geschoben, damit es zusammenhält. Du könntest auch ein Washi-Tape drum machen oder ein Haushaltsgummi oder was auch immer. Du könntest auch hingehen und solche Klammern nehmen, wo du dann an die Seiten machst, links und rechts, damit es zusammenhält, wenn du es aufgerollt irgendwohin transportieren möchtest oder, ich weiß nicht, lagern willst, je nachdem. Ja, genau, so war das. Ich mache die mal gerade nach oben. Ich hätte sie besser vorher abgemacht, bevor ich es dir zeige. Aber irgendwie bin ich da nicht drauf gekommen. Weil ich lasse ja meistens die Folien entweder dran oder hebe sie auf, damit ich selber sehe, wie mein Stand war. Und ja, naja, diesmal halt habe ich es halt da jetzt so gemacht. Ja, so an sich liegen die Steinchen wirklich, wirklich toll. Hier ist wirklich alles der neue Schliff oder der neuere Schliff. Und ja, du siehst es selbst. Hier auf der Seite ist, da ist mein Fensterchen. Und ja, es glitzert und glänzt. Obwohl glitzern, ich finde es glänzt sehr schön von den Steinen her. Genau, auch das Color Blocking hier ist schön geworden. Hier ja ein bisschen mehr. Das hier ist auch alles eine Farbe, der Gelbton und der Blauton. Aber sehr, sehr schön. Ja, das Bildchen ist gestartet. Ich bin jetzt mal gespannt, wie hier die Milchtüten nachher einmal fertig aussehen. Ich glaube nicht, dass ich das den Monat schaffe fertig zu machen, weil es ist 60 cm auf 83,9. Also wirklich groß. Hat 71 Farben, aber halt auch Passagen mit ausreichend Color Blocking. Ja, also wenn man hier eigentlich was mit Konfetti benennen möchte, also Konfetti ist, wo du die Farbe für deine Painting-Passage einfach öfters im Schiffchen wechselst, würde ich eher sagen, das sind die Blüten vielleicht und ja, mehr eigentlich nicht. Ja, ich meine hier, das finde ich, weiß nicht, würdest du das zu Color Blocking zählen oder
so Konfetti. Also Konfetti finde ich ist es nicht. Richtiges Colorblocking finde ich. Durch die Farbwechsel finde ich jetzt auch nicht. Ist so ein Mittelding. Also finde ich ganz gut. Ja, genau. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das nachher wird, wenn ich hier oben bin. Denn das ist ja wirklich nur Colorblocking. Und irgendwie drücke ich mich davor immer ein bisschen. Ich finde es immer gut, wenn da so eine gute Mischung ist. Ja, das ist super. Aber manchmal halt nicht. Manchmal ist es halt so. Ist auch nicht schlimm, wie gesagt. Ich muss nur Lust dazu haben. Ja. Ich habe noch nicht das Richtige gefunden, um mich, wenn ich Color Blocking habe, ja, wie soll ich denn sagen? Zu beschäftigen ist ja auch nicht richtig, weil ich bin ja beschäftigt durch das Bild. Also bei so Passagen, ja, höre ich meistens ein Hörbuch. Fernseher habe ich super selten an. Ich bin nicht so der Fernsehtyp. Und ja, meistens habe ich ein Hörspiel oder Hörbuch an. Ja. Und dann ist das hier auch immer relativ zügig. Aber hier beim Colorblocking bin ich so ein bisschen der Typ, da lenke ich mich dann gerne selber ab, weil ich dann im Kopf habe, du könntest noch das gucken und jenes gucken und weiß ich nicht, die Wäsche anstellen und sowas. Also da habe ich noch nichts gefunden, was mich so fesselt und am Ball hält. Ich weiß nicht, ist das so verständlich? Ja, aber das ist halt in den Bildern mit drin und dann wird das auch gepainted. Ja, schön. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja, und da will ich dann die kommende Woche auch noch ein bisschen weiter painten. Mal schauen. So, und dann komme ich auch schon zu dem letzten Bild, was ich gestartet habe. Oder gestartet, ja, doch gestartet. Und zwar, na, ich habe es jetzt falsch rumliegen, warum auch immer. Ich weiß warum. Einmal hier den Sleeping Lotus Dragon von Traumpixel. Ja, ich habe einmal das Startfeld gepaintet und einmal die Nummer 10 nachgeholt vom Urlaub her. Und auch hier die beiden habe ich mit dem roten X markiert. Die 2 Zahlen sind schon gezogen. Die muss ich auch nachholen. Auf dieses Fältchen freue ich mich besonders, weil da schon ein Teil vom Drachen mit drauf ist. Was ja hier unten auch ist, du siehst es hier von seinem Schwanz her, ist hier ein Teilchen dabei. Aber ich finde, das wirkt noch nicht so. Und deswegen ist das so ein Fältchen, wo ich mich wirklich sehr drauf freue. Und ja, mal schauen, wann ich die beiden Felder nachhole. Das werde ich so nach und nach machen. Je nachdem, wie es ist. Vielleicht teile ich mir das auch noch mal so ein bisschen ein, dass ich immer nur einen Teil mache. Aber ich weiß noch nicht genau, wie sich das Bildchen so ein bisschen verhält. Wobei ich glaube, auch wenn ich es in Feldern painte, werden hier keine Lücken, Ränder oder was auch entstehen. Denn die Steinchenqualität ist wirklich sehr, sehr schön. Und ja, da war noch der Teil von hier, den wollte ich dir noch zeigen, dass ich den noch gepainted habe. Ich glaube, das war die 20, die hatte ich eigentlich auch hier noch, da. Genau, das war die 20, das war das Startfeld. Und ich habe die Felder jetzt alle, die hier in der Mitte sind alle
13 auf 13. Und dann habe ich auch noch so kleinere Felder zum Painten. Weil ich dachte ja eigentlich, ich weiß nicht warum, ich dachte der Drache ist 60 auf 60, aber das ist er nicht. Er ist 70 auf 70. Ich glaube, er ist 70 auf 70. Oh je. Aber ich habe es auch nirgends hier stehen. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich die Felder in der Mitte alle gleich groß und dann, wie gesagt, noch 2 oben halt und an den Seiten ein bisschen kleinere Felder. Ja, mal schauen, ob ich den so schaffe wie die anderen Bilder. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Dann wird es halt nachgepaintet, also nachgepaintet. Oder für den Verlauf einfach weiter gepaintet. Das Bildchen mache ich für das Event Steam Daisy. Ich bin mir mit dem Namen nicht so sicher. Von der lieben Heike auf Facebook. Ich glaube, sie ist ja auch auf Instagram. Perlas Diamond Painting Welt. Aber ich habe kein Instagram, deswegen bin ich mir da immer so unsicher und erwähne das auch nicht, weil, wie gesagt, ich weiß es ja nicht genau. Ja, der Drache hat 80 Farben und hier unten in dem Feld waren gefühlt alle Farben mit drin. Auch Sondersteinchen sind hier schon kräftig verbaut. Einmal der AB, dann der silberne Fairy Dust und auch schon ein paar mit dem Gold. Also wirklich sehr, sehr schön. Hier unten bei dem ersten Feld, da war ich so ein bisschen, ob du da überhaupt was so richtig erkennst. Aber wie gesagt, ich glaube, das wirkt dann erst, wenn der Rest dem dran mitgemacht ist. Weil ich finde, hier dieses Feld wirkt schon mal ganz anders, weil da ein helleres Farbenspiel mit drin ist. Ja. Ja, mal schauen. Für Samstag wurde jetzt noch die 22 gezogen. Ich denke mal, die wird ganz gut gehen, weil man hat hier ein bisschen mehr bei den hellen. Du siehst es von den Symbolen her. Sind die ein bisschen mehr vertreten hier. Ja, bei dem dunklen ist es eher so ein bisschen abwechslungsreicher. Aber wie gesagt, mal schauen. Hier das Feld ist auch so ein Fältchen. Da hat man dann ein Stein so, ein Stein so, ein Stein so. Aber ich finde, da kommen die Details halt wirklich dann super raus. Und ja, das ist schon eine schöne Sache. Und ich bin gespannt, wie gesagt, wie das Bildchen rauskommt. Das Event geht ja 2 Monate und jeden zweiten Tag wird eine Nummer gezogen, die bekannt gegeben wird in der Gruppe. Und dann kann man die painten. Genau, das war einmal das. Sonst habe ich die Woche nichts gemacht. Ist auch nicht schlimm. Das ist so. Ich bin aber dennoch sehr zufrieden. Ja, und jetzt hatte ich noch überlegt, mit dir zusammen hier an diesem Bildchen etwas zu painten. Da habe ich ja noch das Geschenkchen hier offen. Und ich dachte, da könnten wir zusammen starten. Ja, ich habe mir ja das Bildchen hier in Felderchen eingeteilt.
oder anders gesagt mit Release Paper hier abgeteilt. Und das Release Paper wandert dann einmal von hier unten einmal nach oben. Und ja, genau. Das ist aus dem Shop von The One with Diamond Art. Und habe ich mir letztes Jahr schon gekauft. Hat 43 Farben. Die habe ich hier in den Döschen drin. Ja. Es hat Fairy Dust Steine, Feenstaubsteine. Es heißt aber bei The One with the Diamond Art Pearlescent Shimmer Steinchen. Ja, genau. So, ich würde sagen, Vorsicht, ich hole dich einmal runter. So. Und mal schauen, dass ich das ganz gut vielleicht auch eingestellt bekomme. So, ja, wie gesagt, ich wollte hier am Geschenkchen mit dir einmal painten. So, schauen wir mal. Bei mir ist das immer mit den Farben ganz unterschiedlich. Mal greife ich die Farbe, die mir ins Auge sticht, und mal gehe ich aber auch hin und painte ja irgendwie der Reihe nach. Also so wie die Döschen liegen, hole ich sie mir und painte dann einfach. Ja, ich dachte, ich erzähle dir einfach noch vielleicht ein bisschen von dem Urlaub oder Kurzurlaub, je nachdem, wie man das nennen möchte, weil wir waren, wie gesagt, nur ein paar Tage weg. Wir sind in den Harz gefahren, an die, oh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, an den Boxberg. Wir hatten uns wegen unserer Hündin ein Haus gemietet, aber ganz spontan. Das hatte ich ja mal so gefunden. Ich bin keiner, der den Urlaub sozusagen vorplant. Also das wird bei uns so ein bisschen spontan gemacht, wenn wir wissen, wir haben Urlaub und wir bekommen unseren Urlaub. Bei meinem Mann ist das auch mal so ein bisschen unsicher, denn in seiner Abteilung sind sie nur ein paar Leute. Und ja, wenn da Urlaub und krank und alles dann zusammenspielt, werden halt auch die Leute aus dem Urlaub zurückgeholt oder auch der Urlaub aus betrieblichen Gründen einfach gestrichen, verlegt, wie man es nennen möchte. Also er kann den ja dann an einem anderen Tag oder einer anderen Woche nachholen. Aber dieses Mal wussten wir dann, wir haben beide die paar Tage frei. Er jetzt ein bisschen länger wie ich, also ich werde wieder arbeiten gehen jetzt. Und er hat jetzt noch die nächste Woche frei. Das sei ihm auch gegönnt. Ja, und jetzt kommt auch das schöne Wetter, zumindest hier bei uns. Und dann, ja, sei ihm das gegönnt mit den Kindern. Genau. Ja, wie gesagt, ich glaube schon ein kleineres Schiffchen. Wir fahren ja mit dem Auto oder sind mit dem Auto in den Harz gefahren. Und wir waren mal wieder voll ausgestattet. Also ich habe wieder alles mitgenommen
so nach dem Motto, für die Fahrt. Denn meine Tochter wird schnell reisekrank. Das hat sie aber schon immer gehabt, also schon als Kind. Damals die Kinderärztin hatte mir zwar Hoffnung gemacht, dass sich das gibt, je älter sie wird. Aber das ist zumindest hier bei uns jetzt leider nicht der Fall. Ihr wird halt sehr schnell übel, auch im Auto. Wie sie Baby war, war das schon bei den kleinsten Fahrten. Also die hat noch nicht mal 5 Minuten im Auto gesessen, ist noch nicht mal 5 Minuten gefahren und dann musste sie halt spucken. Das war früher sehr, 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 habe ich das als anstrengend empfunden. Denn ja, wie sie halt noch so wirklich klein war, dachte ich dann, oje, oje, wenn nicht, dass er mal erstickt oder sowas, ja, in dieser Babytrage und sowas. Also, dass das dann halt alles verkehrt ist und ich ihr da nicht helfen kann. Aber zum Glück war das bei uns nicht der Fall. Also, sie hat zwar gespuckt, aber ja, immer alles gut gegangen. Sie war dann auch ein Kind, was nachher mit Baby Sitz, also Maxi-Cosi hatten wir früher, dann halt vorne gefahren ist, weil ich das anders nicht machen konnte, wenn ich dann mit den Kindern unterwegs war. Ja, genau. Aber es war auch egal, was sie fährt, ob sie Bus, Zug, Auto, war alles egal. Ja. Aber das hat sie, wie gesagt, jetzt noch beibehalten. Nur jetzt ist es nicht mehr ganz so extrem. Sie kann jetzt schon länger Auto fahren. Aber ja, die Reiseübelkeit, will ich es mal nennen, hat sie trotzdem. Und ja, ihr ist halt sehr unwohl immer. Egal, mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs ist. Ja, ist für sie auch immer ein bisschen blöd, weil jetzt in dem Alter haben wir ja dann auch diese Reisekaugummis und alles ausprobiert. Das hat ihr so nicht geholfen. Sie kann zwar, also es gibt wohl noch andere Medikamente dagegen, aber das, was wir dann auch hatten für sie, da wurde sie sehr, sehr müde von und hat Kopfschmerzen gekriegt. Und dann hat sie mir auch gesagt, ob sie das eine Übel hat oder das andere Übel, sagt sie. Also dann ist ihr lieber flau im Magen, als dass sie so starke Kopfschmerzen hat. Ja, aber gut. Ein bisschen was hat sie gefunden, was ihr da hilft, was sie unterstützt. Sie hat jetzt, er hört sich blöd an, aber sie hat dann eine Zitrone dabei. Also eine frische Zitrone, denn sie sagt, Zitronenduft hilft ihr. Ja. Und Fenster halt auf. Also wenn es ganz, ganz schlimm ist, Fenster auf bei ihr und dann, ja, egal bei welcher Witterung, hängt die dann da am Fenster. Hört sich zwar lustig an sich ist es auch, aber naja, für sie ist das halt nicht so schön. Aber wir waren ja knapp 4 Stunden unterwegs mit dem Auto, haben auch zweimal angehalten, damit sich ihr die Beine vertreten konnte. Und da hat das dann ganz gut funktioniert. Das muss ich schon ehrlich sagen. Das war diesmal wirklich, wirklich klasse. Sie hat auch die Fahrt sehr gut vertragen mit ihrer Zitrone im Arm.
oder in der Hand. Aber gut, meine Güte, Hauptsache ihr hilft das. Was ich noch ausprobieren wollte mit ihr, ist diese, es gibt ja diese Brillen für den Ausgleich von dem Horizont beim Fahren. Ja, die wollten wir mal noch ausprobieren, aber bis jetzt hat sie jetzt gemeint, möchte sie das noch nicht. Ja, ist auch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, kennst du das so? Reisekrankheit, Reiseübelkeit? Und wenn ja, hast du da Tipps und Tricks, so Haushaltssachen, wo man machen kann, wo man mal versuchen kann? Es muss ja nicht immer gleich, ja, ich wollte gerade sagen, die Keule sein. Ja. Ja, aber wie gesagt, war super, hat sie super gemacht, hat alles super vertragen. War ganz schön, hat sie gut gemacht. Und ich meine, man weiß ja, worauf man sich da einlässt und dann kann man auch entsprechend reagieren. Ja, also wir können, wenn wir in Urlaub fahren, so mancher Rastplatz, kann man dann sagen, na, weißt du noch? Aber ja, ich will sie ja nicht ärgern. Ja, das ist ja auch was ganz Natürliches, haben ja ein paar mehr. Und deswegen, ja, ist nur für sie immer ein bisschen blöd, weil das hat sie dann auch, wie sie auf Klassenfahrt gefahren sind. Und sind sie erst einen Teil mit dem Bus gefahren, mussten dann auch umsteigen in den Zug. Ja, ich glaube, in so Situationen ist das noch mal ein bisschen unangenehmer. Und bei sowas kann sie dann aber auch kein Medikament nehmen, wo sie müde macht oder halt auch die Kopfschmerzen. Ja, naja, so ist das. Genug davon. Ich finde, das ist irgendwie ein nicht so schönes Thema. Ja, auf jeden Fall sind wir da gut angekommen. Sehr, sehr schön. Eine super schöne Gegend. Wir hatten zwar immer morgens auf alle Fälle Regen, nachmittags wurde es dann schön. Oder schön, ja, es kam halt die Sonne raus, war angenehm und war eine super schöne Gegend. Also zum Spazieren, zum Wandern war das oder ist das eine wirklich tolle Gegend. Ich bin dann immer mit dem Hund ein bisschen weiter geflitzt. Sie ist auch soweit überall mit hingekommen. Aber sie hatte auch ihre Ruhephasen, was sie mit ihren 10 Jahren auch genießt, glaube ich. Also ja, sie ist immer noch quick, fidel und munter. Aber ich glaube, sie ist auch mal ganz froh, wenn sie dann ein bisschen schlafen kann und nicht da mit mir um die Häuser zieht. Ja, aber war schön. Sie konnte super schön laufen. Natürlich immer an der Leine. In der Gegend, wo ich mich nicht auskenne, bleibt sie an der Leine. Und sobald bei mir hier zu Hause, lasse ich sie frei laufen. Aber der Rückruf sitzt. Und sie wird auch bei mir immer, sobald jemand anderes mir entgegenkommt, ob er Hund hat, keinen Hund hat, ein Kind hat, Kinderwagen, was auch immer, leine ich sie wieder an. In der Stadt, im Dorf ist sie immer an der Leine. Also da leine ich gar nicht ab. Nur im Wald bei uns hier, da mache ich das schon, dass ich sie da mal von der Leine lasse. Aber wie gesagt, der Rückruf sitzt und
Es ist jetzt auch dann so, dass sie an die Leine kommt, sobald da jemand entgegenkommt, von hinten jemand ist oder. Also das gibt es bei mir nicht. Und auch diesen Satz, den mag ich persönlich als Hundehalter nicht. Die tut nichts, habe ich auch noch nie so in Bezug auf sie gesagt, denn ja, sie ist ja trotzdem ein Hund. Ja, und ich sehe nicht in ihren Kopf rein und ich weiß nicht, wie sie manche Sachen vielleicht empfindet oder einsortiert. Und deswegen, ja, kann man ja beim Menschen auch nicht sagen. Ja, genau, auf jeden Fall ist sie da wunderschön mitgelaufen. Also sie hat sich ja mega gefreut, auch wie wir im Wald unterwegs waren. Die Wege dort waren super schön. Ich dachte ja, das ist so wie bei uns hier in der Gegend. Dann, ja, so manchmal so eine Trampelfahrt oder sowas. Aber nein, die Wege waren wirklich schön. Man konnte da super laufen. In der Gegend, wo wir da waren, waren auch Wege für Leute mit Beeinträchtigung. Also die waren dann extra ausgeschildert, dass es da halt nicht zum Beispiel zu steil bergauf geht oder so. Also auch ganz, ganz toll. Und ja, da sind wir halt da immer so erst spazieren oder wandern und dann waren wir auch einen Tag mit der Seilbahn gefahren. Da hatte ich sie aber dabei. Sie durfte mit der Seilbahn mit. Da hatte ich mich vorher erkundigt, ob sie da mit darf. Und auch das hat sie wunderbar gemacht. Sie fand zwar das Gewackel, wenn die Seilbahn in diese Führungsschiene, wenn man am Startpunkt und am Endpunkt ist, in diese Führungsschiene reingeht, das fand sie nicht so toll. Aber ja, sie hat es überlebt und sie hat das super gemacht. Genau. Ja, was haben wir da noch dann gemacht? Wir haben die Seilbahn haben wir gemacht. Die Kinder sind dann noch da war auch eine Sommerrodelbahn dabei. Und die sind sie dann auch gefahren. Und dann sind wir den ganzen Berg, wir sind ja mit der Seilbahn hochgefahren und dann sind wir halt den Berg nach unten gewandert. Also ich bin froh, dass ich gesagt habe, ich wandere den nach unten und wir wandern ihn nicht hoch, denn also hoch, meine Güte, das war echt, der Weg da war auch super, ja, also auch für zum Hochgehen, aber ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Nee, das hätte bös geendet, wahrscheinlich mit den Kindern, also, ja. So war das. Ja, auf jeden Fall waren sie dann auch noch rodeln. Wir sind den Berg dann runtergelaufen und dann auch wieder zum Haus hin, denn das war da fast in der Nähe sozusagen. Und deswegen hatten wir an dem Tag kein Auto dabei. Ja, und dann haben wir auch noch eine Runde Minigolf gespielt. Und haben dann darum auch gespielt, derjenige, der verliert, macht abends die Küche. Ich habe abends dann immer gekocht. Und ja, gekocht habe ich, aber die Küche aufgeräumt hat dann sozusagen der Verlierer oder der mit den wenigen Punkten. Ich mag das Wort Verlierer nicht gerne. Also, ja. Das war auch noch ganz lustig, weil Minigolf, ich kann das halt nicht so gut. Also ich dachte wirklich
felsenfest war ich davon überzeugt, dass ich die wenigsten Punkte haben werde. Und deswegen hatte ich auch sozusagen diesen Wettvorschlag gemacht. Ja, aber es kam wirklich anders. Ja, meine bessere Hälfte, mein Göttergatte, hatte die meisten Punkte, was super selten vorkommt, weil er ist wirklich in sowas sehr, sehr ehrgeizig. Ja, und ja, das konnte er nicht glauben. Der hat dann 2, 3 Mal nachgerechnet. Ja, das war schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen, weil jeder gedacht hat, er gewinnt die Sache. Also da sind wir irgendwie alle schon fest von ausgegangen, weil wie gesagt, er ist in der Hinsicht recht ehrgeizig. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern der Spaß bleibt da bei ihm trotzdem im Vordergrund. Aber ja, er verliert in der Hinsicht nicht gerne. Ja, genau. Da musste ich an dem Abend mal die Küche nicht machen, sondern mir wurde alles so nach dem Motto, während dem Kochen, brauchst du das noch? Kann ich das wegräumen? Wurde dann gleich erledigt. Das war mal sehr, sehr angenehm. Fand ich ja mal eine schöne Erfahrung. Ja, das war schon schön. Ja, aber das Haus an sich auch. Also es war eins der wirklich besten Häuser. Es war schön von der Einrichtung her. Es war schön von der Sauberkeit her, also wirklich top. Da hat man nichts, also wenn man hätte suchen wollen, man hätte da nichts gefunden. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht davon. Dann hatten wir in dem Haus noch unten in den Kellerräumen, will ich jetzt mal sagen, war noch ein Tischkicker, eine Tennisplatte, also so Tischtennisplatte. Und das haben doch wirklich die Kinder jeden Abend genutzt. Also das war für mich ganz erstaunlich, weil sie hatten ja auch ihre Elektronik, will ich es mal nennen, dabei, also ihre Handys, aber die waren da gar nicht so interessant. Also nach dem Abendbrot, sage ich jetzt mal, sind die wirklich runter an den Kicker. Und dann haben sie zu zweit gegen ihren Vater gespielt, gegen meinen Mann. Ja, das war schön zu sehen, fand ich wirklich, ja, ohne was zu sagen. Ja, schon eine schöne Sache. Ja, und dann sind wir auch schon eigentlich heimgefahren. Wie gesagt, ich war da viel draußen mit dem Hund. Also ich bin eher mehr so der Naturmensch und ich gehe dann auch gerne die Sachen schauen. Ja, wir waren zum Beispiel auch dann bei der, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Stabkirche. Das ist auch eine Sehenswürdigkeit da in der Gegend von Goslar war das. Und auch sehr, sehr schön. Also wirklich toll. Was ich da ein bisschen schade fand bei der Kirche,
Da stand ein Zettel vor der Tür, also vor dem Eingang. Die Kirche an sich konnte man draußen schauen. Und da war dann ein Zettel an der Tür. Wenn man drin halt schauen möchte, sollte man doch gucken, dass man halt einen kleinen Obolus gibt. Und ja, wir haben das natürlich gemacht. Aber ich habe mitgekriegt, wie wir drin waren. Da hat dann, da war auch eine Dame halt, um Fragen zu beantworten und sowas. Und die hat halt immer gesagt, wenn man reinkam, den Obolus können Sie bitte da und dahin tun. So. Und da haben doch wirklich einige, oder das, was ich mitgekriegt habe, war halt eine Familie, ja, nicht mal eine Kleinigkeit gegeben. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie die Verhältnisse da sind. Um Gottes Willen, das will ich auch nicht kommentieren eigentlich. Nur so, das fand ich ein klein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich kenne ja auch die Hintergründe nicht. Und ja, sie haben sich dann halt ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, ein bisschen unfreundlich an die Dame gewandt, nachdem sie das halt gesagt hatte. Und das fand ich dann auch ein bisschen schade. Aber gut. Nichtsdestotrotz war das eine schöne Kirche. Also das war auch alles schön hergerichtet. Man konnte alles schön schauen. Ich wäre ja gern auf dieses obere Stockwerk gegangen, aber das ist geschlossen gewesen. Da war dann auch an dem Tag, wo wir abgereist sind, hätte da auch sozusagen ein Orgelkonzert sein sollen. Stand da Orgel- oder Glockenkonzert? Ja, auf jeden Fall sollte da ein Konzertchen noch sein. Ja, sehr, sehr schön. Und ich finde es auch schön, dass die Sachen so an sich dann noch genutzt werden. Ja, so war das. Und dann sind wir wieder heim. Schnell und schmerzlos, möchte ich mal sagen, war das erledigt. Und ich weiß nicht warum, aber ich empfinde es irgendwie immer so, dass die Heimfahrt schneller geht als die Hinfahrt. Warum auch immer. Aber es ist dieselbe Zeit gewesen, auch ohne Stau, ohne alles. Wirklich, mir kam super durch, hat alles gepasst. Ja, aber ich fand vom Gefühl her war das schneller als der Hinweg. Der Rückweg schneller als der Hinweg. Ja, warum auch immer, aber ne, ist halt so. Ja, jetzt steht noch ein bisschen Wäsche waschen an, denn dafür war ich zu faul. Ich war aber schon einkaufen, damit was zu essen im Haus ist. Das habe ich schon gemacht. Und ja, nur noch die Wäsche fehlt. Man ist ja auch nicht viel. Ich hätte auch da im Haus waschen können, aber da hatte ich irgendwie keine Lust zu. Und ja, deswegen habe ich das alles so mit nach Hause genommen und fertig. Ja, da verging die Zeit auch schnell. So ein Urlaub ist manchmal schnell wieder vorbei. Ja,
Aber war schön. Wie gesagt, alle gesund und munter wieder da. Und passt. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau und viel, was ich dir noch erzählen soll. Ja. Denn sonst haben wir, wie gesagt, oder habe ich sonst nicht viel gemacht. Ich meine, du hast ja gesehen, was ich gepaintet habe. Das habe ich dann meistens abends, spät abends gepaintet. Ja, war auch in Ordnung. War schön, wenn die Kinder dann, oder ja, nach dem Abendbrot, wenn die Kinder dann den Kicker gespielt haben, habe ich halt ein bisschen gepaintet. Ja. So ist das. War schon eine schöne Sache. Also das dahin, muss ich ehrlich gestehen, würde ich noch einmal fahren, weil ich noch lang nicht alles gesehen habe, was die Gegend zu bieten hat. Aber man hat ja Zeit, also man kann ja noch ein bisschen Urlaub dort verbringen. Ja, so ist es. So, habe ich alle E's? Ich glaube schon. Ja, du kannst mir ja noch gerne mal schreiben, ob du im Urlaub bist oder den vielleicht noch vor dir hast. Und wie gesagt, vielleicht auch eine schöne Gegend, wo du sagst, also da hatte ich wirklich eine ganz, ganz tolle, schöne Zeit, besser als erwartet. Da würde ich mich freuen. Und dann können wir uns da so ein bisschen austauschen. Das wäre schön. Ja, die Woche mal schauen, was da so ansteht. Bei der Arbeit mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Da denke ich nicht, dass da viel Neues ist. Aber wer weiß, vielleicht ja schon. Man weiß es ja nicht. Ja. Aber der Alltag hat einen dann halt wieder. Das ist so. Und dann startet ja auch schon die Woche drauf die Schule bei uns. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, den Kindern ist das gar nicht so klar. Aber es ist so. Dann ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Dann sind sie schon in der nächsten Klasse. In der Hinsicht rast die Zeit. Aber gut, da bleibt keiner verschont. Die Zeit vergeht bei allen. Was will man machen? Man kann nur das Beste daraus zaubern. Ja, so ist es. Du siehst, ich painte auch immer so ein bisschen kreuz und quer. Vielleicht siehst du es. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, was du tust, während ich dir vielleicht etwas erzähle oder vielleicht auch bei anderen lauschst. Ich muss sagen, ich beim Painten selten, dass ich da so ein Video laufen habe, aber
dafür zum Beispiel beim Bügeln oder beim Wäsche zusammenlegen, da habe ich das schon eher. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich das beim Painten oder wenn ich beim Painten generell Video oder Fernseher anhabe oder anhaben würde, weil es kommt nicht oft vor bei mir, dann ist es so, dass mich das, warum auch immer, ablenkt. Also ich kann das irgendwie nicht. Das, ja, ich finde, dann bin ich da langsamer von der Konzentration her. Und ich vergesse auch mehr Steinchen zu setzen, sozusagen dann von dem Symbol. Ja. Ja, du kannst mir das gerne mal schreiben, wie das so bei dir ist. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, fast 45 Minuten voll. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Dass ich jetzt einfach mal einen Cut mache, sozusagen. Und ich mich freuen würde, wenn du das nächste Mal mit dabei bist. Ich finde so, guck mal, das kommt schon richtig gut hier so raus. Also da, wo die Steinchen liegen, das ploppt schon richtig hervor, finde ich. Sehr, sehr schön. Ja, das ist doch auch ein schönes Bild. Hier jetzt an der Seite ein bisschen mehr von der Schneefarbe sozusagen, aber trotzdem denke ich mal, wirkt das nachher ganz toll, wenn dann auch noch hier das Reh mit dabei ist. Das siehst du gar nicht. So, wenn hier oben dann das Reh noch mit dabei ist, denke ich mal, kommt das nachher wirklich super schön raus. Ich meine, man sieht ja jetzt schon hier den Unterschied von dem hier zu hier. Sehr, sehr schön. Ja, das war so meine Woche. Ich hoffe, ich konnte dich etwas unterhalten. Und lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, um mir das zu zeigen. Und wenn du magst, auch gerne einen Kommentar. In diesem Sinne, mach's gut, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.